Hier erfährst du, welche Ressourcen für das Projekt benötigt werden. Für eigentlich alle Projekte werden Ressourcen benötigt. Sowohl finanzielle Mittel, die ihr benötigt, um Materialien zu besorgen oder um ReferentInnen und Lizenzen zu bezahlen, oder auch nicht finanzielle Mittel, wie zum Beispiel Räumlichkeiten oder Know-how, gelten als Ressourcen, die unabdingbar sind, um eine Realisierung des Projektes zu ermöglichen. Nicht finanzielle Ressourcen. Einige Mittel, die du für das Projekt benötigst, können kostenlos genutzt werden. Und dennoch benötigt es für ihre Bereitstellung einiges an Organisation. Liste auf, welche nicht finanziellen Mittel für das Projekt benötigt werden. Zum Beispiel kann es sich um Folgendes handeln: Know-how. Tipp: Über Your Goal, Your Action können wir euch mit MentorInnen vernetzen. Raum mieten. Tipp: Über Your Goal, Your Action könnt ihr größtenteils kostenlos Uniräume gestellt bekommen. Veranstaltungstechnik. Tipp: Über Your Goal, Your Action könnt ihr auf den Bestand des universitären Medienverleihs zurückgreifen. Werbung. Tipp: Über Your Goal, Your Action könnt ihr über die Kanäle des Screen Office kostenlos werben. Materialien, die kostenlos zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Pappe für einen Bastelworkshop kann aus dem Altpapier zusammengesammelt werden. Einige Filme haben eine freie Lizenz und kosten somit auch nichts. Aber Achtung, einige vermeintlich kostenlosen Mittel sind eventuell doch nicht gratis. Dieser Fehler wird zum Beispiel bei Raummieten außerhalb der Uni, bei kommerziellen Raumnutzung in der Uni oder bei Lizenzen und Urheberrechten von Musik, Film und Bildern etc. häufig gemacht. Finanzielle Ressourcen. Liste auf, mit welchen Kosten du ungefähr rechnest. Erstelle dafür einen Kosten- und Finanzierungsplan. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Auflistung von allen erwarteten Kosten und eine Auflistung deren Finanzierung. Kostenplan. Mit welchen Ausgaben rechnest du? Zu den Personalkosten zählen alle finanziellen Mittel, die du benötigst, um Personen zu bezahlen. Typische Posten sind zum Beispiel Honorar für ReferentInnen oder HandwerkerInnen. Sachkosten. Dazu zählen alle finanziellen Mittel, die du benötigst, um Materialien und materielle Anschaffung für dein Projekt zu bezahlen. Typische Posten sind Kosten für Raum, Printprodukte, Werbekosten, Materialien fürs Event, Lizenzen und Urheberrechte und Transportkosten. Kalkuliert im Allgemeinen nicht zu knapp. Es ist nicht selten, dass nicht 100% der beantragten Gelder gefördert werden und so ermöglicht ihr, dass euer Projekt dennoch stattfinden kann. Finanzierungsplan. Wie können die Ausgaben finanziert werden? Welche unterschiedlichen Arten der Projektfinanzierung gibt es überhaupt? Uni-intern gibt es einige Fördermöglichkeiten, zum Beispiel der AStA, das Stupa, die Studienqualitätsmittel, Fachschaften, Institute und. Außerhalb der Uni könnt ihr Geld bei Stiftungen und Organisationen beantragen. Natürlich gibt es auch städtische Förderung, Landes- und Bundesförderung. Außerdem kann es auch sein, dass eure KooperationspartnerInnen mitfinanzieren. Vielleicht findet ihr aber auch ein Sponsoring. Gibt es Unternehmen und Vereine, die Material spenden können, das du für dein Projekt benötigst? Und eine letzte Möglichkeit ist das Crowdfunding. Dabei handelt es sich um eine Art Schwarmfinanzierung. Aber Achtung, die Verbreitung von Crowdfunding-Kampagnen ist kein Selbstläufer und kann sehr arbeitsintensiv sein. Eine Projektfinanzierung setzt sich aus Eigenmitteln und Drittmitteln zusammen. Eigenmittel sind solche Mittel, über die ihr im Projektteam verfügt und die ihr im Projekt erwirtschaftet. Über unbare Eigenmittel verfügt ihr, wenn ihr Ressourcen habt, die für das Projekt benötigt werden und für die andernfalls Kosten anfallen würden, zum Beispiel Raummieten, Veranstaltungstechnik oder Werbung. Bare Eigenmittel. Über bare Eigenmittel verfügt ihr, wenn ihr finanzielle Mittel mit eurem Projekt erwirtschaftet, zum Beispiel mit einem Eintritt. Für dein Projekt soll es einen Eintrittspreis geben. Achte darauf, dass Eintritte grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen. Drittmittel sind solche Mittel, die dem Projekt zur Grundfinanzierung von Dritten zufließen. Je nach Höhe deiner Kosten benötigt das Projekt unterschiedlich viel Förderung. Von 1 bis zu ca. 5 FörderInnen für ein Projekt können deine Idee gleichzeitig unterstützen. Verschaffe dir dafür einen Überblick über die bestehenden Fördermöglichkeiten. Alle FörderInnen haben auf ihrer Homepage genau formuliert, wer und was gefördert wird. Recherchiert also genau, welche FörderInnen finanzieren in der jeweiligen Höhe Projekte zu deinem spezifischen Thema, Projekte deiner jeweiligen Personengruppe, zum Beispiel Förderung von Studierenden, deine jeweiligen Posten,
Achtung, manche FörderInnen finanzieren beispielsweise keine Lebensmittel, keine Transportkosten, keine Personalkosten. Welche FörderInnen finanzieren ein Projekt komplett oder nur als Teilförderung? Manche Stiftungen können nur einen gewissen Prozentsatz der Gesamtkosten fördern. Tipp: Auf unserer Homepage findest du eine Liste mit allen aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten. Bekommt ihr nur von einigen FörderInnen Projektförderzusagen, dann ergibt sich eine Verschiebung im Kosten- und Finanzierungsplan. Ihr müsst dann checken, ob das Projekt so durchführbar ist oder ob neue Anträge gestellt werden müssten. Den dadurch veränderten Kosten- und Finanzierungsplan müsst ihr auch von den FörderInnen, von denen bereits eine Zusage kam, erneut absegnen lassen. Ihr findet auf unserer Homepage übrigens eine Vorlage für den Kosten- und Finanzierungsplan.